Ich bin endlich in Madagaskar angekommen. Die nächsten 5 Wochen werden mein Vater und ich von der Hauptstadt bis in den absoluten Süden reisen. Auf meinem Weg lasse ich jegliche Touristenattraktionen aus, da mich vor allem die Menschen und ihr tägliches Leben interessiert. Meine Zeit wird dementsprechend fast ausschließlich im schwer zugänglichen Hinterland verbracht. In dieser Gegend ist die Infrastruktur unfassbar schlecht. Den motorisierten Transportmitteln fehlt so ziemlich jegliche Daseinsgrundlage. Und auch ich mit meinem geländetauglichen Fahrrad bin eigentlich den Großteil des Tages mit Schieben beschäftigt. Und trotzdem zieht es mich genau hierher. Der weit größte Teil der madagassischen Landbevölkerung lebt abseits einer ganzjährig befahrbaren Straße. Und so fühlt es sich nur richtig an, meine Zeit genau hier, auf diesem so katastrophalen Verkehrsnetz zu verbringen. Obwohl mir der Trubel und die Lebendigkeit der Hauptstraße sehr gefallen hat, bin ich doch möglichst schnell auf die Nebenstraße gewechselt. Dort hat sich schlagartig alles verändert. Die Fahrbahn entwickelte sich unmittelbar zu einem Chaos aus verschiedensten Spuren, sodass man immer aufmerksam auf der Suche nach der besten Route war. Autos sind quasi direkt verschwunden und auch die Motorräder konnten nicht weit bis ins Hinterland halten. Dieser Teil Madagaskars hatte sein eigenes Tempo. Ochsenkarren waren das dominante Transportmittel und um von A nach B zu kommen, schien es überhaupt am sinnvollsten, einfach zu Fuß zu gehen. Il a peur. Ah oui. Merci, hein. Oui, de rien. Au revoir. Ich habe irgendwie die Straße verloren. Oder vielleicht gibt es ja auch keine mehr. Also hier ist noch dieser Pfad. Und da hinten sind 2 Dörfer. Aber ich entdecke auch keine weiteren Straßen. Also ich schiebe jetzt da mal hin. Und dann schaue ich weiter. Tawat vela. Taraf dari Tinduk.
Taraflu sareti tir yelaku vetsi akasale monse. Ora ci vado a trovare. Io andiamo via cateno. Taraflu sareti. Ri. So, i sareti pun taraf. Ya, Très bien. Et ça, tiens. Der erste Tag neigt sich seinem Ende zu, vor mir geht die Sonne unter und auf einmal fällt jegliche Anspannung von mir ab. Ich freue mich auf das Kommende. Das Bedürfnis, Strecke zu machen, um irgendein imaginäres Ziel zu erreichen, wird einem angesichts des Terrains genommen. Ich bin langsam, sehr langsam, aber das ist auch gut so. Meine Navigation ist genau wie das Straßennetz, einfach nur chaotisch. Also frage ich so oft es geht nach dem Weg. In diesen abgelegenen Bergen spricht zwar quasi niemand Französisch. Das meiste lässt sich ja jedoch glücklicherweise auch ohne Worte klären. Si sona TV, nana kadidia ena ye. Si kona TV, nana kadidia ena ye. Slower. Nana kadidia, ala yeni kiye kadia. Nana kadidia, ala yeni kiye kadia. Nana muso deve soma wala. Nana muso deke soma.
Oh, Madagaskar in der Trockenzeit. Ich habe jetzt auf dieser Scheiße geschlafen. Das war halt der beste Platz, war es am flachesten. Jetzt wo die Scheiße nass wird, klebt sie natürlich. Naja, ja, was soll man sagen? Ich muss da gleich noch hoch. Das wird eine ziemliche Katastrophe. Ja, ich werde es gleich sehen. Zu Hause in einer warmwohligen Wohnung plant sich jede Fahrradtour leicht. Der schwere Part, Höhenmeter, Straßenverhältnisse sowie Wind und Wetter werden im Eifer der Planung nur bedingt berücksichtigt. Begeistert wird an einer möglichst spannenden Route gebastelt und nicht selten erweisen sich diese Basteleien als grober Unfug und Pfusch. Diesmal geht es über den dritthöchsten Berg Madagaskars. Zu Beginn wirkt die Route einigermaßen solide, jedoch verschlechtert sich das Straßenbild zusehends, bis irgendwann nichts weiter als ein schmaler Fußpfad übrig bleibt. In dieser kaltnassen, windgepeitschten Bergwelt ist ein Vasar, ein Fremder. Wieso ist er hier? Was ist seine Mission? Und warum hat er ein Fahrrad dabei? So, die Straße ist zurück. Ist immer noch nicht top. Opa. Aber egal, es passt. Nach dem heute kann ich mich echt nicht beschweren. Ich denke, das hier ist eine alte Kolonialstraße. Ist ein bisschen breiter als alles andere, was hier so gibt. Und hier ist so ein Rest, glaube ich, von dem, wie es mal ausgesehen hat, wie der Belag eigentlich war. Jetzt ist das natürlich alles nicht mehr so prickelnd. Aber geht. Die ist okay. Vetu no maline no Chimana di nung lasa Vetu no maline no Chimana di nung lasa Oui, oui. Ça va? Ah, mau tahu jangan dia sih antri ngubur di Batam. Ok.
चोरी चोरी करा Tapano no maline Moi, tu vas à ma canne, Zanna. Ça va? Est-ce que je peux dormir? Non. Oui, ça va? Oui. C'est où? Parmi täna pole matanza ka Tapano no maline Matu mutiara. Non, attends. Voilà. Merci. Phải biết cái số mấy tấn rượu. Oui, c'est ça. Café, Buladen.